Wenn es Fragen gibt, wir bitten uns Fragen. Ja, bitte. Mich jetzt mal interessiert, im Westen wird allgemein von den Wissenschaftsunternehmen angenommen, dass eine geistige Tätigkeit körperliche Vorgänge voraussetzt, ein Hirn voraussetzt. Ja, ja. Was passiert mit den Skandhas im Moment des Todes? Also vor allem mit der Form eben. Yeah, yes. He says in Western science, it is said any kind of mental activity needs as a basis some kind of body. What happens with the 5 skandhas in the body state? How they function? I mean, how is mind functioning? Are the 5 skandhas, or does it have a body? Nochmal, Wolfgang? Was mit den Skandhas passiert im Moment des Todes? What happens with the skandhas at the moment of death? Wenn die Chigazo konso die Chingen konso die Semyana die Injimenji Lu Gogare, die Sem Lumena die Sem Gogmare, then Penanganzo di China, Nanzo Chiwe Kabla, then di Pardo Yongare, then Pardo di Kabla, Nanzo di Pombonga Dantindri Yorbe, Nanzo Lu Dantindri Yore, Kandes Yore. 다들 저 팀한테 수비 차가 공군자 주기랬어. 삼성. 맞아. 그 단텐데 요래. 저 팀은 밀리로 실랭기는 밀리 차가 계속 주의 뭐 예지 나쁘지요. 그래. 이 이기로 단데 롱 단텐데. 밀리 타워지. 맞아. 타워지. 뭐 시간 찬죠. 밀리 타워지. 맞아. When the Buddhists would agree with the scientific position that you do need a body as a basis for the mind, and in the bardo or in-between state, which comes after this life and before your next life, you do have all the 5 aggregate factors of experience complete. You do have a body in that state, but it's an extremely subtle, ethereal type of body, and it's in the form of what you're going to be reborn as. But let's say if it's a human, it's as a small child that you will become in that next life, and you'll have all your senses complete. Die Buddhisten stimmen mit den modernen Wissenschaften überein, dass sie akzeptieren, dass der Geist zu seiner Funktion einen Körper braucht, also als Instrument oder als Fahrzeug, auf dem er sich bewegen kann. In dem Zwischenzustand, der also nach dem Tode und vor der nächsten Wiedergeburt ist, in dem Zwischenzustand des Bardo, gibt es alle 5 Aggregate oder alle 5 Zustände oder alle 5 Aspekte der Erfahrung, aus der sich die Person zusammensetzt, die sind vorhanden, allerdings auf einer sehr subtilen, ätherischen Ebene. Es gibt also in dem Zwischenzustand einen Körper, einen sehr subtilen, ätherischen Körper, auf Grundlage dessen der Geist funktionieren kann. Ist deine Frage beantwortet worden? Ja. So. It's a bardo body is something which is extremely subtle and ethereal. For instance, it can walk through walls. Ein Bardo-Körper ist sehr ätherisch, sehr subtil, er kann zum Beispiel durch Wände gehen. Was ich vorher noch vergaß, die Form dieses Bardo-Körpers ist, wenn man zum Beispiel ein Mensch im nächsten Leben wird, die eines etwa 8-jährigen Kindes des zukünftigen Lebens. Complete senses. Ja, und man hat alle vollständigen Sinne, die man auch als Mensch hat, in dem Zwischenzustand. Okay, bitte. When you are using Vajra and Bela as a kind of instrument, which kind of puja should you recite or say? Which kind of puja is it that you say when you are using Vajra and Bela? Die Frage ist, wenn man Vajra und Bell, also Vajra und Glocke benutzt, also diese Ritualgegenstände, fragt er, welche Puja ist die beste, die man dabei rezitieren sollte, wenn man diese Ritualinstrumente benutzt. You should, when you use Vajra and Bell, you should use it to do the various practices of the highest class of Tantra, which is called the Nuttara Yoga, or the peerlessly integrated deity practices. Wenn wir Vajra und Glocke benutzen,
Dann für die Praktiken der höchsten Stufe des Yoga Tantra, welches Anuttara Yoga Tantra genannt wird, oder die unübertroffene, integrierte Praxis der Gottheit. Und wo findet man diese Texte? Where do you find these texts? 네, 초거든서 가만 얘기래, 가만 얘기래. 초거든서 가만 얘기래, 가만라 그래. You should ask the various teachers who are in this part of the world, such as Geshe Rabten and others. Wir sollten also Lehrer, die in diesem Bereich der Welt leben, wie zum Beispiel Geshe Rabten. Dankeschön. Okay. Jay says he visited the what's it called, the Nymphenburg. The Schloss of Nymphenburg today, and perhaps you might be able to find the ritual somewhere inside there. Er hat heute Schloss Nymphenburg besucht, vielleicht findet man die Rituale irgendwo dort. But I'm only joking with you. Aber es ist nicht aus. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar hat er Rinpoche in Jägerndorf über zwei verschiedene Ansichten über das Bewusstsein geredet, was die Shunyata begreift. Ja. Oder anders formuliert die Frage, wie weit kann das konventionelle Ich, was wir vorhin gesprochen haben, das überhaupt begreifen? Habt ihr die Frage gehört? Rinpoche hat in Jägerndorf über zwei Arten von Bewusstsein gesprochen, die über Leerheit. Zwei verschiedene Ansichten von dem Bewusstsein, das begreift. Er hat über zwei verschiedene Ansichten von dem Bewusstsein gesprochen, was Leerheit begreift. Ja, ob er dann noch vielleicht kurz... Yes, Rinpoche has said in Jägerndorf, he's talked about two different views about the awareness which perceives voidness. Mm-hmm. And if the conventional eye could perceive it, and if Rinpoche could talk about this point some more. What are you referring to? The two different types of consciousness can take voidness. Is it two views on awareness which perceive voidness? It's two views about the awareness, yeah, which is the consciousness of voidness. Yeah. Is it just Rinpoche, the concentration shule kaba, the donigi kola, the yu keba yomare, in do danga the yu chengi keba yore, digi kola detsoma. Yes. What was mentioned is that you have a difference in Sutra and Tantra, not in terms of voidness as the object which is understood. What's understood is the same, but the consciousness which understands it is different. Es gibt in Sutra und Tantra eine unterschiedliche Beschreibung des Subjektes, also des Geistes, der Leerheit erkennt, nicht aber eine unterschiedliche Beschreibung des Objektes, nämlich Leerheit. Die wird gleich beschrieben. Aber das wahrnehmende Subjekt des Geistes wird unterschiedlich erklärt in Sutra und Tantra. And in Tantra, it's a blissful type of consciousness that takes void, that understands and realizes voidness. Whereas in Sutra, you don't have the generation of a blissful type of consciousness or a blissful awareness with which you understand voidness. Im Tantra ist das Bewusstsein, was Leerheit als Objekt nimmt, ein glückseliges Bewusstsein, während im Sutra, auf dem Sutraweg, im Bereich des Sutra, das Bewusstsein, was Leerheit als Objekt hat, nicht als glückselig bezeichnet wird. And in the 4 classes of Tantra, you have 4 different levels of blissful consciousness which take voidness as its object. Und im Tantra gibt es 4 verschiedene Ebenen von glückseligem Bewusstsein oder glückseliger Achtsamkeit, die Leerheit zum Objekt hat.
규비 뉴주 대화 신앙 대화 신디 사회 대화 디 동유 챕터를 제주스 그베 대화 디 동유 챕터 딱 규대 도트세번 냠린 동리들 규규스 라장 대회 라고 파는 시장에 대화 디된 동유 챕터 딱 가수 냠린 챕터 년적 규스 공부 니줄기 대회 동의 유지되었을 라미 주스 유시도스. You have the types of blissful consciousness which would arise from looking at your partner, then a blissful consciousness from exchanging smiles with your partner, and then a blissful consciousness from holding hands with your partner, and a blissful consciousness from being in sexual union with your partner. And so these are the 4 levels of blissful consciousness that take voidness as their object. So when you have a practice in which you have a blissful consciousness that arises from looking at the partner, and this blissful consciousness takes voidness as its object, that's the first class of Tantra, called Kriya Tantra, or ritual deity behavior. Also diese 4 Stufen des Geistes, die Leerheit zum Objekt haben, können verglichen werden. Auf der ersten Stufe, wie wenn man einen Partner, diese Glückseligkeit, diese glückselige Achtsamkeit, wenn man einen Partner anschaut. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist die glückselige Achtsamkeit, wenn man ein Lächeln austauscht mit seinem Partner. Die dritte Stufe ist die glückselige Achtsamkeit, wenn man Händchen hält. Und die vierte Stufe der glückseligen Achtsamkeit ist, wenn man in sexuellen Vereinigung mit dem Partner ist. Und die erste Stufe der glückseligen Vereinigung, die erste Stufe der glückseligen Achtsamkeit ist die Stufe des Kriya Tantra. When that takes voidness as its object, that's the crucial thing. Wenn die glückselige Achtsamkeit Leerheit als Objekt nimmt, das ist die erste Stufe des Kriya Tantra. Or ritual deity behavior. Oder die Ritual deity behavior. Can you explain that way? Ritualistic deity behavior, doesn't matter. Diese ritualbezogene Verehrung der Gottheit. Then when you have a blissful consciousness that arises from smiling at a partner, and that takes voidness as its object, that's those type of practices are called Charya Tantra, or behavioral deity practice. Die glückselige Achtsamkeit, die ein Lächeln austauscht mit dem Partner. Auf der zweiten Stufe ist die Stufe des Charya Tantra oder Verhaltenspraxis. And when you have the blissful consciousness from holding hands with a partner, and that takes voidness as its object, those type of practices are called Yoga Tantra, or integrated deity practice. Dass die glückselige Achtsamkeit die Leerheit zum Objekt hat, auf der dritten Stufe, das ist das Yoga Tantra, und die wird auch die integrierte Praxis der Gottheit genannt. And when you have a blissful consciousness that arises from being in sexual union with a partner, and that takes voidness as its object, then that type of practice is the purelessly integrated deity practices of the Nuttara Yoga Tantra. Und die glückselige Achtsamkeit, die in sexueller Vereinigung mit dem Partner ist und Leerheit als Objekt hat, ist die vierte Stufe, die Anuttara Yoga Stufe des Tantra, oder die unübertreffliche Praxis, unübertreffliche integrierte Praxis der Gottheit. So in this type of Anuttara Yoga practice, the highest practice, you take desire as a path, because from desire arises this blissful type of awareness, and this blissful type of awareness is then used to understand reality or voidness, and in that way you get rid of all desire and attachment. The example is like when you have a termite, a small insect which is born inside a piece of wood, that it grows up and eats the entire wood away. Auf der vierten Stufe des Tantra nehmen wir Verlangen als Pfad zur Erleuchtung.
wir, it was a bit too quick and too much. So you have desire. Yeah. It's a Nutra Yoga. You have desire taken as a path. So from desire, you develop a blissful type of awareness. Also aus dem Verlangen entsteht eine glückselige Achtsamkeit. With that awareness, you understand reality or voidness. Und mit dieser Achtsamkeit verstehen wir dann Realität oder Leerheit. And by that awareness of reality, it eliminates all desire and attachment. Und diese Because of being aware of reality, you get rid of all desire and attachment. Und weil wir uns der Realität bewusst sind, werden wir alles Verlangen los. It's like the example of a termite, which is born inside a piece of wood, but then eats away and completely destroys the wood. So likewise, born from desire, but it destroys and eliminates desire. Der Vergleich ist der einer Termite, die in einem Stück Holz geboren wurde und von innen her das Holz auffrisst, so geboren aus dem Verlangen, überwindet diese glückselige Achtsamkeit Verlangen. Was ist überhaupt die Erleuchtung? What is enlightenment at all? The Sangeki Koban, the Tunda Karere. Yandaba Zobe Sangeki Koban, the Karikogre. Kandes Karikogre, the Yandaba Zobe Sangeki Koban. Sangeki Karere. Sangeki Koban, and the Sangeki Koban Drukogre, Dantinje. Yandaba Zobe Chanshu, Dantinje Drukogre, the Karikogre. Tunda Karere. The Kari. Chang to the Karade, Chut to the Karade. It's Sangeki Kopan, Yandaba Zobe Chanchu, the to the Karade. Yes. Enlightenment you can understand as meaning either being totally clear-minded and fully evolved, or being completely purified and achieving all growth. So, also Erleuchtung kann man verstehen zum einen als völlig klarsichtig und mit völliger Klarsicht und voll entwickelt zu sein, oder auf der einen Seite völlig gereinigt und auf der anderen Seite völlig entwickelt. So it means to have completely overcome and cleared out and purified yourself of all shortcomings. Das heißt, man hat sich selbst von allen Mängeln gereinigt, man hat alle Mängel überwunden. So that you're clear-minded and purified. Sodass man einen klaren Geist, einen gereinigten Geist hat. And on the other hand, to achieve all possible good qualities that can be achieved, so that's fully evolved or the highest level of growth. Und auf der anderen Seite alle nur möglichen positiven Eigenschaften erlangen, das heißt dann voll entwickelt zu sein. That's the meaning of enlightenment. Und das ist die Bedeutung von Erleuchtung. That's the become a Buddha. Das heißt, ein Buddha werden. So when you speak about purified and growth, purify all the shortcomings and achieve all good qualities through growth. Wir können auch sagen, gereinigt und wachsend, oder man ist gereinigt von allen negativen Haltungen und hat alles mögliche Wachstum erlangt.
shortcomings or inabilities. Oder alle Unfähigkeiten überwunden und alle positiven Qualitäten entwickelt. And when you speak of being clear-minded, it's clearing away all the disturbing attitudes, like opening up the curtain so you can see everything clearly. So clear-minded. Wenn wir über einen klaren Geist sprechen, so heißt das, dass alle Unklarheiten, alle Negativitäten beseitigt sind, so wie wenn man einen Vorhang öffnet, alle zerstörerischen oder alle zerstörenden Handlungen, alle störenden Handlungen sind beseitigt, als ob man einen Vorhang öffnet und plötzlich alles klar sieht. And then fully evolved in the sense that once you've opened up the curtain of your mind and you're fully clear-minded and can see everything, then you see the totality of everything and you can evolve to your fullest potential. Und wenn wir von voll entwickelt sprechen und in dem Bild bleiben, wenn der Vorhang geöffnet ist, dann können wir uns in all den alle Qualitäten, if you open the curtain, you show up all the good qualities. Then you can see everything, okay. So that means that you can evolve to the fullest because you can see everything. Und wenn wir den Vorhang also geöffnet haben, dann können wir alles sehen, das heißt, wir können uns voll entwickeln. And when you, the expression perfectly enlightened, and perfectly has the idea of that you have no more any faults. Und wenn wir von vollkommen erleuchtet sprechen, so bezieht sich vollkommen darauf, dass wir überhaupt keine Fehler mehr haben. And when you say fully, like perfectly and fully enlightened, the fully has the connotation that all possible good qualities are complete within you. Und wenn wir also es gibt zwei Worte, vollkommen und völlig. Das Vollkommen bezog sich auf das Vorige und jetzt, wenn wir von völlig sprechen, heißt das, dass man alle positiven Qualitäten entwickelt hat. Also vollkommen bezieht sich darauf, dass man alle Negativitäten überwunden hat und völlig erleuchtet darauf, dass man alle positiven Qualitäten erlangt hat. Does that answer your question? Ist das Antwort genug? Kann man selber feststellen, dass völlig erleuchtet ist? Can you yourself know and pinpoint that you are enlightened? The Sanghi Koban Dupzana de Sosa Hakogave. Once you've been crowned as a king, do you know that you're king? Wenn man dich als König gekrönt hat, verstehst du dann oder weißt du, dass du ein König bist? Once you're a king, you know that you're a king, don't you? Wenn du ein König bist, dann weißt du das. Ja, das wüsste ich vielleicht, aber das ist auch nicht erleuchtet, das ist wahr. But yeah, with the king it's okay, but if I'm enlightened, if I know that. Kiabo tende ni takaranga, yene Sanghi ki Koban Dupla tende aye. Yeah, it's the same. Das Gleiche. Wenn du es bist, dann weißt du. Bitte, Wolfgang. Ist es ein plötzlicher Prozess oder ein langsamer? Ich meine, der ganze Stufenweg ist ja wirklich kontinuierlich. Ist aber dann jetzt bei Buddha zum Beispiel, oder es gibt andere Persönlichkeiten, bei denen der Erleuchtungstag genau bekannt ist zum Beispiel. Aber ich habe noch nie von den Tibetern gehört, dass es hieß, der ist an dem Tag erleuchtet worden. Is it getting enlightened? Is it something gradual or something sudden? There are certain persons where it is well known that they have gotten enlightened at a certain date, but he never heard that from Tibetan sources. Which certain persons? Also an welche Person denkst du? Bhagwan zum Beispiel, von dem heißt es, an einem bestimmten Tag erleuchtet wurde. It is said of Rajneesh, Bhagwan, he's gotten enlightened at a certain date, which is celebrated. Oder Buddha selbst eben, von dem heißt es auch, dass er an Or einem it's Tag said oder in that einem of Buddha Moment himself, erleuchtet that he got enlightened at a certain date, which is celebrated. Mm-hmm. So is it something sudden, which happened at a certain day, or is it something gradual? Sanghi ki Koban de Hopta Kala Tunde Chungre de Kale Chungre Karin Sena Mi Kashe and the Sanghi Chomdan de Tseba Dila, the Dawa de Tseba Dila, Sanghi ki Koban Jubere, the Tunde Kare Jubere, Dan the Indugi Lamazo Denzoyan, the Nima Dila Nga Sanghi Nga Tunde Chungbere, the Kanzo Sumuta, then the Kale Jubere, the Hopta Kala Lamsam Jubere.
Whoever becomes enlightened, it's through a gradual process of having built up a tremendous amount of positive potentials and so on over many lifetimes. But when they actually do become enlightened, like the evening when the Buddha sat down, then all at once they become enlightened. So it's something which is very gradual, that is built up over a long period of time, but when it happens, then it happens. Auf der einen Seite ist es ein sehr langer Prozess. Es heißt, dass man sehr viele positive Energie über viele Leben aufbaut, um Erleuchtung zu erlangen. Aber wenn es dann wirklich passiert, dann passiert es eben plötzlich. Zum Beispiel kann man sagen, der Buddha setzte sich nieder an einem bestimmten Abend und dann wurde er erleuchtet. Also der Prozess hin ist graduell, aber das Ereignis selbst ist dann plötzlich. When you graduate from school, is it a gradual process to graduate, or do you just graduate all at once? Also wenn man einen Schulabschluss macht, passiert das auf einmal oder geht es stufenweise? That's a question. Das ist genauso. It's the same. Check bitte. Ja, das ist es eben. Genauso. Sie sprechen gerade von Schule und damit auch so eine Frage stellen. Welcher ist der Unterschied zwischen einem Professor einer Universität, der vielleicht 15.000 Wörter kennt, und zwischen einem Melker, der vielleicht 150 Wörter kennt? Welcher ist der Unterschied? He asked, what is the difference between a university professor who knows maybe 40,000 words and Melka? Ja, Melka. A person who gets the milk from the cow who knows maybe 150 words. What's the difference between both? Lapta gi gegen kana Quran sik tishi shingen di yore. Rebe, di lapta chambu gi gegen kana Quran di konzo ke kariyana di sik tishi shingen. Tende chik yore. Mare tishi. Tishi. It's a tishi shingen. Ti. Re ti bo mare. Dongja ju. Dongja shibju. It's a shingen. Dan di oma shungen. Kran sik yada ngapchu mato shingamare. Konyi keba karayore. Tishi shingres. Dan kare di mishenta chik kran di oma shungane. Kran like oma shungane, pachugi oma shungane. Ne kran di tende tsik mambo shingamare, kran tsik gyada ngapchu mato shingamare. Ne konyi la keba karayore. Less. The only difference is that the one who is only knows 150 words hasn't trained himself. Der einzige Unterschied besteht darin, dass derjenige, der nur 150 Wörter weiß, nicht geübt ist, nicht trainiert ist. Ja, dass der das nicht trainiert. He didn't train that. Was der Professor trainiert. He didn't train that. What professor trained? Was trained in? Yeah, because he didn't train, because he didn't practice, because he didn't learn, he didn't become like the professor. Weil er nicht praktiziert hat, weil er nicht geübt hat, weil er das nicht gelernt hat. Deswegen ist er kein Professor. Ja, vielleicht hat er aber auch keine Möglichkeit. Maybe he had a possibility to learn. This Melka. It can't be only himself, which is a course that he didn't learn more than 150 words. Di Trinken Mena, di Rang Soso di Jam Tugmare. Of course, you need the proper circumstances. Man braucht natürlich die richtigen Bedingungen.
Any further questions? Finish. Wir möchten alle Rinpoche sehr für diesen Besuch danken. Wir sind sehr froh, dass Rinpoche sowohl ein Wochenende in Jägerdorf machen konnte, als auch hier in München vielen Menschen mit seinen Lehren den Weg zum Glück zeigen konnte. Und wir sind sehr, sehr froh darüber und möchten Rinpoche gerne ganz, ganz besonders danken. Rinpoche is also very happy to have been able to meet with all of you. Rinpoche freut sich auch, dass er die Möglichkeit hatte, uns alle zu treffen. Chishi metta cha vira minshi nide gambade sangye shindu mide yuwaki trogananda shinla jabasho idam guru rana mandala kamya yatayami Lama